Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als die Worte wie ein Dolch durch die Luft schnitten. »Du musst nicht mitkommen, du stehst nur im Weg«, sagten sie. Nicht einmal ein Zögern in ihren Stimmen, kein Versuch, es freundlicher zu sagen, nur diese nüchterne Kälte, wie das Abreißen eines Pflasters, das schon lange keinen Schutz mehr bot. Ich stand im Flur zwischen offenen Kisten und halb ausgeräumten Schränken und versuchte, den Satz zu begreifen. Jahrzehnte voller Erinnerungen lagen hier, die ersten Schritte meines Sohnes, das Lachen an Weihnachten, der Geruch von frisch gebackenem Apfelkuchen, wenn meine Frau noch lebte. Und nun, du stehst nur im Weg. Es war, als hätte mich plötzlich niemand mehr sehen wollen, als wäre ich unsichtbar geworden. Ein Schatten meiner selbst. Meine Hände, einst kräftig, zitterten leicht, nicht vor Wut, sondern vor dieser leisen Erkenntnis. Ich war Ballast geworden. Und doch, ich sagte nichts. Ich nickte nur. Langsam, fast andächtig, zog ich meine Jacke über, nahm meinen alten Hut vom Haken und trat hinaus in die frische Morgenluft. Sie wussten nicht, wohin ich ging. Aber ich ging. Und ich wusste. Nicht aus Trotz, nicht aus Trotzlosigkeit, sondern aus einem Grund, den sie sich niemals hätten vorstellen können. Mein Name ist der Friedrich. 74 Jahre alt, Rentner, früher Lehrer für Literatur und Geschichte. Ein Mann mit Falten im Gesicht, aber Geschichten in den Augen. Geschichten, die sich über Jahrzehnte angesammelt haben, wie Staub auf alten Büchern, die keiner mehr liest. Ich war nie jemand, der viel verlangte. Ich liebte es, morgens früh aufzustehen, meine Zeitung zu lesen, den Vögeln im Garten zuzuhören. Nach dem Tod meiner Frau vor 6 Jahren wurde es still im Haus. Zu still. Aber ich hielt mich beschäftigt. Ich bastelte in der Werkstatt, schrieb kleine Notizen in mein Tagebuch, kochte einfache Gerichte. Manchmal rief mein Sohn an. Manchmal auch nicht. Ich gewöhnte mich daran. Ich war nie ein Held, kein Abenteurer, kein Mann großer Worte. Aber ich war immer da. Ich war da, als mein Sohn seine ersten Schritte machte, als er zum ersten Mal vom Fahrrad fiel, als er bei Regen weinend von der Schule nach Hause kam. Ich war da, als er erwachsen wurde, Fehler machte, zurückkam. Immer mit offenen Armen. Und jetzt sagte er mir, ich solle nicht mitkommen. Als ob meine Hände nichts mehr tragen könnten, als ob meine Anwesenheit störend wäre. Als ob mein Herz, das so viele Jahre für diese Familie schlug, plötzlich zu viel Lärm machte. Ich hätte weinen können, aber ich tat es nicht, denn etwas in mir flüsterte, Friedrich, du bist mehr als das, was Sie gerade sehen. Es war ein trüber Samstagmorgen. Der Himmel hing tief, als würde er mit mir fühlen. Ich stand am Fenster meines kleinen Hauses und beobachtete, wie mein Sohn und seine Familie Kartons in den Umzugswagen trugen. Sie waren hektisch, organisiert, fast mechanisch in ihren Bewegungen. Niemand schaute zu mir herauf. Vor einer Woche hatte ich angeboten zu helfen, nur ein paar Kisten tragen, das neue Zuhause mit einrichten. Ich freute mich darauf, nicht wegen der Möbel oder der Arbeit, sondern weil ich gehofft hatte, einen Teil ihrer neuen Geschichte mitschreiben zu dürfen. Doch mein Sohn hatte nur gelächelt und gesagt, »Du musst nicht mitkommen, Papa. Du stehst nur im Weg.« Nur im Weg. Diese Worte klangen wie eine Tür, die leise, aber endgültig ins Schloss fällt. Also blieb ich in meinem Zuhause. Mein altes, knarrendes Heim, das voller Erinnerungen war und leerer geworden ist, seitdem niemand mehr fragt, wie mein Tag war. Ich ging durch die Zimmer, strich über Fotos in vergilbten Rahmen, über Bücher, die ich einst vorgelesen hatte, über eine Spielzeugeisenbahn, die seit Jahren nicht mehr fuhr. Draußen fuhr der Wagen los. Keiner winkte. Ich atmete tief ein. In dieser Stille, in der jeder Vogelruf zu laut erschien, spürte ich etwas wachsen. Nicht nur Traurigkeit, sondern auch eine Entscheidung. Wenn Sie glauben, ich sei zu alt, zu langsam, zu vergesslich, dann haben Sie wohl vergessen, wer ich wirklich bin. Ich saß an meinem alten Schreibtisch, derselbe, an dem ich früher stundenlang saß, um Pläne zu zeichnen, Ideen zu skizzieren, kleine Reparaturen für Nachbarn zu entwerfen. Ich war kein Architekt, ich war Schreiner, aber ein verdammt guter. Ich hatte mein ganzes Leben lang mit den Händen gearbeitet, Möbel gebaut, Häuser mit errichtet, Kinderspielzeuge geschnitzt, die ein Lächeln auf die Gesichter zauberten. Doch je älter ich wurde, desto mehr schienen meine Hände und alles, was sie jemals geschaffen hatten, in Vergessenheit zu geraten. »Du stehst nur im Weg«, sagten sie, als hätten all die Jahre, all das Wissen, das ich gesammelt hatte, plötzlich keinen Platz mehr in ihrer Welt.
Ich erinnere mich noch, wie mein Sohn als kleiner Junge zu mir kam und fragte, »Papa, wie hält man 2 Balken zusammen, ohne dass sie sich verschieben?« Ich zeigte es ihm, nicht nur einmal. Ich lehrte ihn Geduld, Genauigkeit, Liebe zum Detail. Jetzt war ich ein Hindernis, eine Erinnerung, die man hinter sich lassen wollte, um etwas Neues zu beginnen. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Ich lag wach, starrte an die Decke, zählte die feinen Risse im Putz. Jeder davon schien ein kleiner Bruch in meinem Herzen zu sein. Ich dachte an all die Geburtstage, bei denen ich der Erste war, der Geschenke brachte, an die Tage, an denen ich mit meinen Enkeln Drachen steigen ließ, an das leise Lachen meiner verstorbenen Frau, wenn wir gemeinsam am Fenster standen und einfach nur schwiegen. Sie alle sind weitergezogen. Und ich? Ich blieb zurück, mit nichts weiter als Erinnerungen und einem brennenden Gefühl der Unsichtbarkeit. Aber genau in diesem Schmerz, in dieser leisen, fast stillen Traurigkeit, begann sich etwas zu regen. Ein Gedanke. Eine Frage. Was, wenn ich noch immer mehr zu geben hatte, als sie glaubten? Am Morgen des Umzugs war ich bereits wach, bevor die Sonne aufging. Ich hörte das Hupen des Transporters, das Stimmengewirr meiner Familie, das Klirren von Kartons und Möbeln. Niemand kam zu mir. Niemand fragte, »Willst du mitfahren, Papa?« Nicht einmal ein flüchtiger Blick, kein stilles Nicken. Ich trat leise in den Flur, beobachtete, wie sie meine Erinnerungen einluden, nicht meine Sachen, nein, sondern das Haus selbst. Die Luft, die wir geteilt hatten, das Lachen, das an den Wänden klebte, das Echo der Schritte, das langsam verstummte. Als ich den Mund öffnete, um etwas zu sagen, sah mich mein Enkel an, der, mit dem ich früher stundenlang im Garten gespielt hatte. Er sagte nichts, aber sein Blick sagte alles, »Du bist nicht mehr Teil davon.« Da spürte ich, wie etwas in mir zerbrach, nicht laut, nicht dramatisch. Es war wie das leise Knacken eines alten Stuhls, der unter dem Gewicht der Zeit nachgibt. Ich zog mich zurück ins Wohnzimmer, setzte mich in den Sessel meiner Frau, den ich nie wieder berührt hatte, seit sie gegangen war, und atmete tief ein. Ich hörte, wie die Tür zufiel. Das war's. Keine Umarmung, kein Bis bald, kein Danke, nur Stille. Und in dieser Stille saß ich, mit einem leeren Haus, einem vollen Herzen und einer Wahrheit, die ich nicht länger leugnen konnte. Ich war allein zurückgelassen worden. Ich blieb noch lange in diesem Sessel sitzen. Die Minuten dehnten sich zu Stunden, und die Stunden verloren ihre Namen. Der erste Tag ohne ihre Stimmen, ohne das Trampeln auf der Treppe, ohne den Geruch von frischem Kaffee am Morgen. Er war der schwerste. Aber irgendwann stand ich auf. Ich ging in die Küche, bereitete mir eine Tasse Tee zu. Nicht, weil ich Lust darauf hatte, sondern weil ich es konnte. Ich zündete das alte Radio an, das gleiche, das früher leise in der Ecke spielte, wenn meine Frau ihre Rosen beschnitt. Eine sanfte Melodie füllte den Raum, und zum ersten Mal seit langem klang sie nicht wie Erinnerung, sondern wie Möglichkeit. In den Tagen danach begann ich das Haus neu zu entdecken. Ich öffnete die Fensterläden, ließ Licht herein. Ich fand Fotos, Briefe, Notizen, Überbleibsel eines Lebens, das man nicht einfach in Kartons packen konnte. Ich strich die Wände, nicht um etwas zu überdecken, sondern um Platz für Neues zu schaffen. Eines Morgens ging ich zum Gemeindezentrum. Ich setzte mich dazu, als ältere Menschen zusammen sangen, strickten, sich Geschichten erzählten. Ich sagte nichts, doch jemand reichte mir ein Strickzeug. Und ich nahm es an. Ich gehörte wieder irgendwo hin. Nicht wegen dem, was ich war, sondern wegen dem, was ich noch sein konnte. Mit jedem Schritt, den ich machte, ob durch den Park, zur Bäckerei oder durch die Erinnerungen in meinem Herzen, wurde mir klar, sie hatten mich zurückgelassen. Aber ich war noch da. Und ich hatte noch viel zu geben. Einige Wochen später, an einem regnerischen Dienstagmorgen, klopfte es an meiner Tür. Zögerlich öffnete ich, und da stand mein Enkel. Die Schultern hochgezogen, den Blick gesenkt. In der Hand hielt er ein zerknittertes Foto. Eines, das ich vor Jahren von ihm gemacht hatte, als er gerade laufen lernte. »Oma hat gesagt, du bist nicht mit umgezogen, weil du es nicht wolltest«, murmelte er. Ich schwieg. Mein Herz pochte laut, aber meine Stimme blieb ruhig. »Stimmt das, Opa?« fragte er dann. Und in diesem Moment erkannte ich etwas, das ich so lange übersehen hatte. Nicht jeder wusste die Wahrheit. Ich ließ ihn eintreten. Wir setzten uns. Und ich erzählte.
nicht mit Bitterkeit, sondern mit Klarheit. Über den Tag des Umzugs, über ihre Worte, über mein Schweigen. Seine Augen wurden feucht. Er nahm meine Hand so fest, wie er es früher als Kind getan hatte. »Du gehörst zu uns«, sagte er leise, »egal, was sie sagen.« Und da begriff ich, manchmal braucht es nur ein Herz, das zuhört, um all das wieder aufzubauen, was andere niedergerissen haben. Seit diesem Tag ist vieles anders. Mein Enkel besucht mich regelmäßig. Manchmal bringt er mir selbstgezeichnete Bilder, manchmal einfach nur sein Lächeln. Es ist nicht die ganze Familie, die zurückkam, aber es reicht. Weil echte Verbundenheit nicht laut sein muss. Sie ist still, echt. Und manchmal kommt sie von unerwarteter Seite. Ich habe gelernt, dass Schweigen nicht immer Stärke ist. Und dass es in Ordnung ist, sich zu zeigen, auch wenn man denkt, man würde nur im Weg stehen. Heute sitze ich nicht mehr abseits. Ich stehe auf, wenn es nötig ist. Und ich liebe weiter. Auch die, die mich einst vergessen wollten. Denn am Ende bleibt nicht, was sie sagten, sondern was ich daraus gemacht habe. Die Kisten meines Lebens sind noch immer gepackt, aber nun voller Erinnerungen, nicht voller Schmerz. Und vielleicht fragst du dich jetzt, während du dieses Video siehst, wem in deinem Leben hast du vielleicht das Gefühl gegeben, dass er im Weg steht, obwohl er nur dazugehören wollte? Danke fürs Zuschauen.